So, wir müssen diesen Platz heute leider schon wieder verlassen, da wir heute einen Termin in Almeria haben, um uns einen neuen Router einbauen zu lassen. So, guten Morgen. Wir sind hier bei Dark Custom Garage in Almeria und lassen hier unseren alten Teltonika Router gegen ein neueres Modell mit 5G austauschen. Vorhin war schon etwas Zirkelei, um hier in die Garage reinzufahren, aber es hat gepasst. I'm a bit of a fixer-upper. A couple of these doors don't close. They tell you that the attic's haunted and the kitchen faucet's broke. It ain't got that curb appeal, the kind that jumps off the page. It's been on the market a while, but it might get better with age. I've been known to take on water. You might get your feet wet, but for a price of absolutely nothing, this can be yours and you can be mine. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be your place. It looks a little broken down, but I got wood floors and an old oak staircase. I'm a bit of a fixer-upper, but I'm built on solid ground, and I think the two of us together could build the prettiest house in town. Das ist also die kleine Mini-Antenne, die bis jetzt unser LTE hereingebracht hat. Wenn ich dagegen die neue vergleiche, die ich euch später zeigen werde, ist schon ein riesiger Unterschied. Allein von der Größe her. Jetzt wird versucht, unser Asterwalzer wieder gerade zu machen. Erhitztes Aluminium. Solange nicht das daran kokelt. I think that you should come see it. It might be the one for you. Maybe it's not moving ready, but I'll fix it up for you. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be. What's his name? What's his name? Canelo. Canelo. Canelo, ¿qué pasa? But I'm built on solid ground, and I think the two of us together could build the prettiest house in town. I'm a bit of a fixer-upper, just need a little. But I can be your place. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be your place. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be your place. I can be your. I'm a bit of a fixer-upper, but I can be your place. Been known to take on water. You might get your feet wet. For a price of absolutely nothing, I can be.
Ich melde mich an dieser Stelle mal 3 Wochen später aus dem Schnitt. Eigentlich waren wir mit der Arbeit von Carlos und Miguel sehr zufrieden. Wie man hier jedoch sehen kann, ist die Antenne nur mit der mitgelieferten Gummidichtung abgedichtet und dadurch gelangte heute beim ersten richtigen Regen leider Wasser ins Fahrzeuginnere. Wir müssen das jetzt die Tage entweder selber mit Sika abdichten oder lassen das machen. Ja, ist gut. Weiter? Der Sink ist gut. Ist okay. Weiter. Halber Meter. Weiter. Okay. Jetzt muss ich mal auf die EXIF-Daten der ersten Aufnahme schauen später, ob ich jetzt hier meinen eigenen Rekord von einer Viertelstunde in Fürth damals unterboten habe. Bin auf jeden Fall schon wieder raus. Nur mit dem Teil, das ich auch kaufen wollte. Gut. Jetzt geht's zurück zu Mando. Wir stehen hier ganz hinten auf dem Ikea-Parkplatz und werden hier auch über Nacht jetzt bleiben, weil ich keinen Bock mehr habe, noch zu fahren. Und ja, dann melden wir uns die nächsten Tage wieder. Ja, guten Morgen zusammen. Wie gestern bereits gesagt, stehen wir hier auf dem Ikea-Parkplatz neben einem kleinen Park, dem Ikea-Park. Und heute fahren wir dann weiter, beziehungsweise wieder zurück nach Cabo de Gata, weil wir uns den Naturpark natürlich noch ein bisschen genauer anschauen wollen, wenn nicht gerade Sturm ist. Und werden dann noch vielleicht 1-2 Nächte an dem Stellplatz am Meer stehen, wenn da heute noch ein Platz frei ist. Postmoderne Felsmalereien. Das hier ist oberhalb des Stellplatzes. Ein Höhleneingang, der gemauert. Ja, und hier wurde anscheinend schon häufiger Party gemacht. Oh, hier campieren anscheinend auch Leute. Das stören wir jetzt noch nicht weiter. Und hier ist der Ikea Viewpoint. Schon interessant, für was das früher gedacht war hier und aus welcher Zeit das stammt.
irgendwie mal Höhlenwohnungen waren. Da hätten wir jetzt mal die Betty mitnehmen sollen. Dann könnten wir das da hinten reingucken. Vorbildliche Solarenergienutzung IKEA. Schön. Alles voll mit Solarpanelen. Oh, ob das wohl die Wasserversorgung hier von dem Gelände ist, die von da oben kommt. Interessante Konstruktion auf jeden Fall. Da Heike noch eine zweite Box möchte, gehen wir jetzt nochmal zu IKEA, diesmal zusammen. Mal schauen, wie lange dieser Besuch dauert und ob wir wirklich nur mit diesem einen Teil nach draußen kommen. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt eventuell noch in den Ikea und danach zum Mediamarkt. Und danach geht es wieder in den schönen Stellplatz im Nationalpark. Ja, wenn man zu Hause Bock auf IKEA Hotdogs hat, dann kann man sich hier eindecken mit allem Nötigen. Ich habe nichts gekauft. Aber das bleibt. Gut, der heutige Besuch hat ein bisschen länger gedauert. Aber außer ein paar Nussriegel, die ich probieren wollte, haben wir nichts weiter mitgenommen, als das, was wir eigentlich kaufen wollten. Das ist schon mal gut.
Guten Morgen. Heute sind wir etwas weiter in den Cabo de Gata Naturpark reingefahren. Stehen hier an einem ersten Aussichtspunkt. So eine schöne Felsspitze hier im Meer. Und oben auf dem Berg ist der Leuchtturm hier am Kap. Das Meer ist wieder wunderbar und auf dem Felsen hier sind ganz viele Möwen, wahrscheinlich weil sie recht ungestört sind. Ja, und schauen wir weiter, oder? Genau, schauen wir mal weiter. Mit dieser tollen Aussicht von den Klippen Cabo de Gatas beenden wir nun für diese Woche das Video. Nächsten Freitag bekommt ihr dann wahrscheinlich die schon von mehreren gewünschte Roomtour zu sehen, welche wir heute gedreht haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo, welches euch nichts kostet, aber uns hilft zu wachsen, sehr freuen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.